Und damit schönen guten Abend und willkommen zurück beim Epic Radar. Diesmal funktioniert's und wir spielen Encased, das neue Geschenk, verfügbar zum Gratis-Download bis morgen 17 Uhr. Ihr kennt das Spiel mittlerweile und da schauen wir jetzt mal rein. Ihr seht ja, da steht es ja schon nett drunter, a Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG. Da fühle ich mich jetzt schon hart ein bisschen an Fallout erinnert, tatsächlich. 1, 2 und Tactics, die es ja gestern gab und ich nicht zeigen konnte. Aber schauen wir mal rein. Nach dem, was ich auf Epic gelesen habe, spielt das Spiel in einer Parallelrealität in den 70er Jahren. Und mehr will ich dazu jetzt gar nicht sagen. Wir starten einfach mal. Bin gespannt. Spaziergangsstory, klassisch. Wir machen einfach mal Story. 1971. Oh, Sprachausgabe We schön. woke up in a different world, where the Cold War ended along with the Vietnam carnage. All because of the Dome. The Dome. A territory full of anomalous artifacts, phenomena, and organisms. We still don't know what it is. An alien city? Some kind of a testing ground or storage? Whatever it is, no living thing trapped under the dome can escape it. Yet even this did not stop the research. The major powers created the Cronus Megacorporation to develop and explore the dome. Its secrets became a lucrative business. The Spire's station was built on top of the dome to export the artifacts and import supplies and personnel. The city of Crystal Sands grew at the foot of the dome, eventually becoming a major transportation hub. All this required thousands of employees, and there was no shortage of candidates. Romantics, pragmatists, and adventurers of all trades swarmed recruiting centers around the globe, seeking jobs at Cronus. You were one of those people. In 1976, your application was approved, and you went under the dome towards the future. Whether a good one or a bad one, only time will tell. Okay. Damit haben wir jetzt erstmal einen kleinen Ladebildschirm. Okay, das ging schneller als gedacht. Charakter wählen. Haben wir keine direkte Charaktererstellung, nicht? Nein. Sigrun Eide. Sigrun. Auch ein schöner Name. 34 weiblich. Schwarze Abteilung. Schwarze Abteilung heißt jetzt... Waffennah. Waffennah klingt auf jeden Fall gut. Liebst Waffen aller Art und Kaliber. Du hast einst eine beachtliche Sammlung an Schusswaffen besessen und viel Zeit auf dem Schießstand verbracht. Aber in echten Kämpfen wirst du von deinem Verlangen, alles auf einmal abzuschießen, überwältigt und bist gezwungen, ein paar wertvolle Sekunden zu verschwenden, um dich zu konzentrieren. Aha. Interessant. Charaktergeschichte, ja gut, das ist, glaube ich, erstmal irrelevant. Stärke 11. Also es ist wirklich ein klassisches Rollenspiel, wie wir hier tatsächlich sehen. Verstand 8. Das gibt alles irgendwelche Vor- und Nachteile. Das jetzt alles durchzulesen, ist aber, glaube ich, auch ein bisschen viel. Machen wir mal ein bisschen runter. Fähigkeiten, ganzer Arsch voll, das ist durchaus wichtig. Erste Hilfe, 25% der maximalen Gesundheit wird wiederhergestellt. Erschöpfung plus 100, aha. Lähmende Scheibe, aha. Selbstmordangriff. Gut, wir werden rausfinden, was da los ist. Mal gucken, was wir noch haben. Martin Smith. Schwarze Abteilung. Salieri. Du arbeitest hart, um dir mit Gewalt zu nehmen, was anderen schon von Geburt an vergönnt war. Du hast damit sogar gewissermaßen Erfolg. Aber egal wie sehr du dich anstrengst, man wird dir deine Mittelmäßigkeit immer ansehen. Schön. Sehr nett. Gut, wir können hier unten Charakter bearbeiten, ob wir das wollen. Frank Foley. Ich finde immer schön, wenn sowas geht, ne? Hier mit dem Charakter bearbeiten. Frank Foley. Volle Reue. Du und deine Freunde haben schon viele Gefahren überlebt, aber manche von ihnen hatten nicht so viel Glück. Nun plagen dich enorme Schuldgefühle.
weil du dich für den Tod deiner Kameraden verantwortlich machst und es kommt dir so vor, als wäre die Kuppel selbst ein vom Tod heimgesuchter Ort. Aha, aha, aha. Klingt doch nicht so nett. Blaue Abteilung. Es wäre schön, wenn hier stehen würde, was die Abteilung bringt. Spiritualität sollte sich fast von selbst erklären, egal. Dein Glaube weist dir den Weg durchs Leben. Selbst in den kleinsten Zufällen siehst du Anzeichen einer überirdischen Existenz, mein Gott. Was dir nicht nur einmal geholfen hat, Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, aber der Gedanke an das Überirdische ruft dir eine Abneigung gegen Gewalt hervor. Nee. Denk mal, hier wird man schon öfter kämpfen müssen. Isaac Crowley. Der Name ist geil. Ein Überlebender. Du warst der einzige Überlebende einer schrecklichen Katastrophe, weshalb Journalisten sich sehr für dich interessiert haben. Das hat dir zwar Ruhm und Selbstbewusstsein eingebracht, doch deine alten Wunden erinnern dich immer an diesen Tag. Da gibt es einige. Vampir, okay. Ich klicke mal ein bisschen durch. Bauerntölpel, okay. Boris Britwin. Neandertaler. Dunkler Herrscher. Was? Adrenalin-Junkie. Noch. Neandertaler. Ey, komm. Herrisch. Okay. Eden Goodwin. Intuition. Lahmarsch. Wunderkind. Don Quixote. Der kämpft gegen Windmühlen, habe ich mal gehört. Waffennah. Jetzt sind wir durch, ne? Sigrun Eide? Ja, da sind wir durch. Lahmarsch, Faulpelz, interessant. Ja, wie gesagt, sich das jetzt alles im Detail anzugucken, würde Stunden dauern und das wollen wir jetzt natürlich nicht. Ich will das Spiel einfach mal anspielen. Mit euch natürlich. Und der klang für mich interessant und deswegen nehmen wir den. Wir bearbeiten den jetzt auch nicht weiter. Ach, guck mal, ich bin doch blind. Ja. Im Alter wird man wunderlich. Charakter erstellen wäre auch gegangen. Na, denn auswählen. Drücke beliebige Taste machen wir. Okay, Gespräche. Die Interaktion mit verschiedenen Charakteren stellt einen wichtigen Bestandteil des Spiels dar. Klicke auf einen Charakter, wenn du einen Dialog mit ihm starten möchtest. Wenn er dazu bereit ist, mit dir zu reden, erscheint ein Dialogfenster vor dir. In Gesprächen kannst du wertvolle Informationen zur Handlung sowie Hinweise herausfinden und sogar Aufträge annehmen. Wähle deine Worte mit Bedacht. Eine unvorsichtige Wortwahl kann zu Feindseligkeiten führen und Kämpfe heraufbeschwören. Okay. Ja, Rollenspiel typisch, nicht wahr? Wir sind im Fahrstuhl, wir können jetzt hier irgendwen anquatschen. Wir quatschen einfach mal Igor Potanin an. Hallo. Reden würde ich gerne. A man with a mustache and a blue jumpsuit is standing at the window, studying the construction site below through the occasional break in the clouds. His badge reads Igor Potanin, Planner. Nice, wir haben sogar noch einen Sprecher. Cool. Weiter geht's. The blue taps on the glass with one finger and gestures you to come and take a look. Seems like he doesn't speak English. Okay. Seems he doesn't speak English und hier haben sie es schön. Scheint, als würde er kein Deutsch sprechen. Nicht gut. Rhetorik können wir nicht. Dann wenden wir uns ab. Nehmen wir mal an, dass wir jetzt alle anquatschen müssen. Also mit der rechten Maustaste haben wir hier so ein Overlay. Mal kurz gucken, ob ich mit der linken direkt quatschen kann. The thin, pale young woman is sitting at the window, leaning against the illuminator. The glass is slightly fogged with her breath. She turns to you. Her shiny badge reads Tomoko Kimura, physiologist. Okay. We've crossed the border. No way back now. Even traveling by the funicular wasn't so thrilling. The white presses small hands to her blushing cheeks. You were thinking, why have no children been born under the dome? I've got a working hypothesis, but I'm not ready to share it yet. She says softly, as if answering a question you didn't ask. Wahrnehmung, das können wir scheinbar machen. Frage, ob sie den dunklen Fleck auf der äußeren Oberfläche der Kuppel sehen kann.
Grenze, wir haben die Grenze passiert, das können wir natürlich auch fragen. Wir nehmen aber das Ding mit der Wahrnehmung. Kimura peers through the glass in the direction you indicate. Oh, that's the aircraft that crashed into the dome during the first expedition. I believe that's a wing fragment, and there's some white canvas. What do you think that is? Maybe a parachute? Vielleicht. The white shakes her head, bewildered. I just can't believe it. It's all true. We're on our way to meet the future. Okay, was ist mit der Grenze? Kimura shoots you a surprised look. You're familiar with the details of the briefing, right? To put it simply, the dome is a selectively permeable environment. The white draws an invisible hemisphere in the air. Inorganic objects may exit the dome without difficulty, but any living creature dies if transported back to the outside world. That's why we're all stuck here for an indefinite period of time. Ja, also wir kommen hier nicht raus. Ne? Nur nicht lebendes Material kann hier raus. Wissen wir Bescheid. Frage dich laut, warum Dinge auf diese Weise passieren. Kimura is eyeing the dome's mesh, glittering in the sunlight. Supposedly, it's something to do with the atmospheric composition, but it's a weak theory. The difference of the air within the dome is so insignificant as to fall within the margin of error. Or to put it more simply, there is no difference. Okay. She shoots a quick glance at the silver and lowers her voice. I heard a rumor, or a conspiracy theory, that we can leave the dome at any time. We've simply been told we can't. If you ever decide to test this hypothesis, don't forget to leave me something in your will. Okay. Machen wir. Du hast mich ja gewarnt. Denk drüber nach. Ich gehe mal davon aus, dass es auch nicht weitergeht, bevor wir nicht mit allen geredet haben, also... A guy wearing thick spectacles thrusts out a sweaty hand. Monty James, Silverwing. Monty James. Hallo, Monty. He glances down at your badge. Ah, it's you. I found your file extremely interesting. And your CV, wonderful. Inspiring, really. Oh. When I had the opportunity to look over the files of my future colleagues, I couldn't resist. I don't want to sound boastful, but silver level clearance has its advantages. Monty winks. Was hast du in der Akte gesehen, mein Freund? Monty makes a ring with his thumb and forefinger. You were number 63,784 on the waiting list, but you were lucky enough to get into the dome after only 16 months. Besides that, zero, nada, absolutely nothing. You're a dark horse for both the Foundation and myself. How exactly did you end up in this wing? Das ist eine sehr gute Frage. Was können wir denn sagen? Sag ihm, dass du ein guter Mechaniker bist und die Kuppel der Ort ist, an dem Leute mit deinen Fähigkeiten am dringendsten gebraucht werden. Oder dass du gut mit Computern umgehen kannst und man die Hardware unter der Kuppel findet. Oder gib zu, dass du etwas für Technologie, Comics und Science Fiction übrig hast und dass es schon immer dein Traum war, an so einen Ort zu gelangen. Das klingt eigentlich am ehesten nach mir, also nehmen wir das. James smiles condescendingly. Yeah, my little schoolboy nephew's the same. He loves all those bizarre space travelers like Captain... what's his name? Hyena? Or Hound? No matter. You two would get along well. An uncomfortable silence rises between you, and Monty abruptly changes the subject. Ja, so umgeht man unangenehme Stille. He taps the narrow illuminator panel with one finger. Look, there's a storm rising. The lightning is strange. Green. Should lightning be green? This is my first sandstorm. Naja, ich gehe da mal. Okay, ihn hier noch. The orange is dressed in a new jumpsuit. The shiny badge on his chest reads Quentin Bisley, Laborer. Der Knacki, okay. Knastis haben wir auch hier. He's side-eyeing the screen skeptically. Despite his tired, grim expression, his gaze is open and friendly. However, the general impression is unmistakable. There's something frightening about Bisley. Wie bist du im Knast gelandet, oder...
Armreifen? Ne, ich gehe mal auf die Armreifen erstmal, wa? Also direkt fragen, Alter, warum sitzt denn du? Ist irgendwie ein bisschen doof. Quentin raises his hands to examine the devices. Okay, du musst aber auch wirklich immer weiterklicken, geht nicht von alleine. They call them humane handcuffs. How about that? Truth is, there ain't nothing humane about them. They zap you real hard the moment you get your hands on a gun. But they sure look nice. Bisley lowers his hands again and smirks. Okay, wie bist du in den Knast gekommen? The orange's face stretches into a broad smile, baring his dentures to the world. Like everyone, duh. In a black car, under guard. Witzig. There's other guys too. The ones who go through the front door. He nods at the black-winged woman beside him. Her nose wrinkles in displeasure, but she says nothing. Okay. A tall woman is watching an ad playing on the monitor, arms crossed. The polished to a shine badge on her black overalls reads Elsa Olafsson, Security Service. Jo, guten Tag. She glances at you and offers her hand in a businesslike manner. Greetings. Please take all necessary precautions. By that I mean, don't turn your back on him. Elsa nods at the orange. Na, was ist denn so gefährlich? I just follow orders. Even if his crime was embezzlement, I have to keep him cuffed. Those are the rules. Olafsson shrugs in a sharp, mechanical way, as if racking the slide of an assault rifle. Our friends from the administration didn't deign to inform me about this man's record. Could be I'm escorting a serial killer. It's corporate policy, you know. She gives the silver a vengeful look. Okay, mehr können wir nicht machen. Haben wir es ja jetzt eigentlich, oder? Latsch mal hier hin. Benutzen wir jetzt mal einfach die Tür. Mehr kann ich, glaube ich, hier können wir noch gucken. Okay. Gut, schauen wir mal die Monitore eben noch an. Cronus Foundation presents gleaming, futuristic, state-of-the-art cities straight from the pages of science fiction. Well-paid, safe employment, career Ich liebe advancement Werbung. opportunities, and a world-class social safety net. Noble and intellectually stimulating work in state-of-the-art laboratories. We're thrilled to welcome you to the Dome. Please hold on to the handrail and prepare for landing. Okay. Ja, nee. Gucken wir mal durchs Fenster. Stopping by the door's porthole, you watch as the ground slowly approaches. It looks brown-black through the tinted glass and smoky blue at the horizon. It almost seems like the clouds are pulling apart there. Okay. Your eye is drawn to the cluttered eastern section of the dome, where you see a block of warehouses and something resembling an observation deck. The real dome doesn't resemble its image from the ads at all. There are no snow-white cities or vast highways to be seen here. Looking more closely, you can make out a single, lonely road leading north. A few sheds, a radar installation, and the glittering antenna of a radio tower emerge from the mists. Yes, engineers will have plenty of work here. Ich mag den Sprecher, der kommt echt gut. Just as you're about to move away from the window, you notice a whirlwind beginning to form above the ochre plain. The gathering storm drifts unhurriedly above the desert, a crown of green lightning flashing at its core. Clearly no ordinary weather phenomenon. It must be one of those anomalies. You freeze by the window, unable to avert your gaze. Okay, ja, wie ein Autounfall, ne? Man kann nicht wegsehen. Stell dich auf Zehenspitzen, versuche die Gebäude dort unten besser zu sehen. Verharre in dieser Haltung bis zur Landung. Das klingt unbequem. Bleib dort und versuche bis zur Landung die mysteriösen Gebilde der Ahnen zu erkennen. Oder bleib am Fenster und beobachte den Wirbelsturm. Ja. Ich glaube, ich werde mir mal die Gebilde der Ahnen angucken. Vielleicht ist das hier schon wichtig für die Charakterbildung. Ich habe keine Ahnung. The outlines of the landing site, blurred by clouds of dust,
appear behind the greenish glass of the porthole. The capsule shudders as the braking devices engage. Gut, sind wir wohl angekommen. Alles klar. So, hier diese Fensterwelt jetzt hier einfach erstmal klein machen. Dann marschieren wir einfach mal los. In Encased kannst du die Kamera mit den Schaltflächen E und Q rotieren. Ja, schön. Sowie mit Ü und Plus heran und herauszoomen. Ü und Plus? Nicht mit der Maustaste? Mausrad meine ich doch. Na gut. Die Kamera ist nicht an den Charakter gebunden. Du kannst sie mit Hilfe der Schaltflächen WASD bewegen. Klicke auf Tabulator, um sie zur ursprünglichen Position zu bringen. Alles klar. Nett. Ja, marschieren wir mal mit, wa? Schönen guten Tag. Come here. Come on now, or you'll miss everything. A cheerful man in a white lab coat grabs you by the sleeve. A badge reading Ludovico Nuzzi, scientific analyst, export department, dangles loosely on his clean uniform, which still smells pungently of washing powder. Look over there. He points upward with a sharp, wide gesture and hands you his field binoculars. Ja, nehmen wir das Fernglas oder verzichten wir oder fragen wir, was sein Rang bedeutet. Wissenschaftlicher Analytiker in der Exportabteilung ist auch schon ein bisschen komisch. Egal, wir nehmen mal das Fernglas. Ich will ja wissen, was los ist. Raise the binoculars to your eyes. Under fourfold magnification, the whirling cloud above the rust-colored plains looks even stranger. Its core glows with flickering green light and flashes rhythmically, and that rhythm seems to form a complicated pattern. Nuzzi bends close to your ear. Fascinating. Do you want me to bring some filters? If we intercept the red and blue spectrums, we'll see something amazing. It's like a signal, some kind of message. Okay, mit unserem Aufklärungswert haben wir eine Antwortoption. Stattdessen den Horizont betrachten. Wir könnten ihn jetzt fragen, was wir uns genau ansehen. Und immer noch fragen, was sein Rang bedeutet. Ich würde sagen, wir gehen mal auf Aufklärung. Without tearing your gaze away from the binoculars, you turn around slowly, studying the dome's horizon. It's somewhat unexpected that the dome looks horribly empty. Your eyes find some construction pits dug directly in the sand, and concrete blocks laid beside them. There are almost no roads, or not sealed ones. Only one highway with yellow surface marking stretches among the sand drifts. Na gut, also was bedeutet dein Rang, Karl-Heinz? The scientist looks blankly at you, then down at his lab coat. Ah, this? This? He lets out a blaring laugh. Ludovico points at the building behind him. I work in Concord Station, categorizing relics. My job is to classify them by rarity. Then the blues package them, silvers issue the documentation, and oranges move them to the cargo capsule. Just like the one you arrived in. Nuzzi points upward. Then the capsule takes the relics way up there, all the way to the spire, then to Crystal Sands by the funicular. They get auctioned off and turned into money. It's not like I endorse this, but we all like ourselves a good paycheck, right? Naja, He offers you his binoculars once again. Do you want to have a look at the spire? It's amazing. But then you can look at the spire anytime. Now that sandstorm, that's what's truly amazing. Ja, ich muss da mal, ne? Hau doch mal Nuzzi rein. looks from you to the capsule and to the landing terminal entrance. He flings his arms up. Oh, mi scusi. Excuse me, I'm so sorry.
You'd better get going or you'll be late for check-in. Your colleagues are already inside, and the storm is growing stronger. Yeah, the storm is growing stronger. The White mutters in fascination, eyes glued to his binoculars, which is fixed on the spinning whirl of clouds. Na denn, Minjung, haust du rein. Wollen wir doch mal gucken, wo wir jetzt eigentlich hin müssen. Drehen wir mal hier ein bisschen die Kamera. Guck mal, hier ist der Eingang. Ja, laufen wäre nicht übel. Schnellreise, alles klar. Ja. Okay, Laden geht noch. Ich habe schon gedacht, das wird jetzt langwieriger. Was haben wir jetzt? Quests. Im Spiel wirst du Aufgaben verschiedener Art erfüllen, wovon manche dich in der Story voranbringen und andere wiederum unterschiedliche Aspekte des Lebens unter der Kuppel offenbaren. Du kannst dich jederzeit im Abschnitt Daten, L-Schaltfläche, okay, über ihren Status und die Einzelheiten der Quests informieren. L-Schaltfläche. Drück mal einfach dumm auf L. Ah ja. Aktive Quests, Hauptquests. Alles klar. Concord Neuling ist unsere Aufgabe. Sollte ja eigentlich auch klar gewesen sein. Ja, schauen wir mal. Hallo, mein Freund. Gibt es eine Map eigentlich? Ja, die gibt es. So, wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Spieler. Das heißt, wir sind hier. Dann sind wir von da gekommen. Woran erkenne ich jetzt mein Questziel? Werkbank, Ortsausgang, Charakter, Türen. Okay. Mein Ziel erkenne ich nicht. Vielleicht sollten wir doch noch mal gucken, was wir eigentlich tun sollen. Manchmal hilft es ja. Was, die Transportkapsel verlassen? Das Ziel erreicht. Bin in Concord gelandet. Rezeption, alles klar. Alles klar, Rezeption. Ich verzichte mal drauf, den anzuquatschen. Das ist vielleicht die Rezeption. Hallo? A tall receptionist watches you from behind his desk with a bored, haughty look. He waves impatiently at you to approach. The employee glances at you indifferently. His upper lip is ever so slightly curled in contempt. Ja, den mag ich jetzt schon, den Kumpel. All new employees must register first thing. Come up to the desk, please. The nameplate on the desk tells you you're talking with Dean Rayhet, administrator. The administrator slaps himself on the forehead. Ah, I almost forgot the regulation pre-registration greeting. Just a second. Der wird uns doch jetzt nicht irgendeinen Text vorlesen, oder? Ich befürchte. Rayhet produces a reel-to-reel tape recorder from beneath the desk. Ach, noch besser. Rewinds the tape to the beginning and presses play. The speakers explode with a harsh, crackling sound, over which the tick-tick of a metronome slowly grows louder. Hi. Solemn music begins to play, and the administrator's face takes on a serious expression. Dear employee, on behalf of the Cronus Foundation, I, Administrator Dean Rayhet, welcome you to your new life under the dome. The administrator clears his throat and continues. By joining our company, you choose the path of science and progress. You are among mankind's best, and we ask that you live up to this. Na dann. Dean squints down at the monitor. Deserve this title. Do your job honestly. Obey the law. Respect your colleagues and... And? The music fades, and the administrator finishes his speech. And together we will build the best possible future for all mankind. Heiliger. Dean puts the tape recorder away. Now that we're done with the official greeting, I'll register you and upgrade your Selectron. Okay? Ein Selektron. Aha. Sieh dich um. Oder? Was ich nach der Registrierung tun soll. Nein, wir sehen uns um. The committee ads didn't lie. The interior of Concord Station looks just like the glossy brochure. The high ceiling is finished with matte light panels. The floor is slightly scratched, but nevertheless washed to a mirror finish. Lights gleam soothingly. It's clean, cozy, and bright.
Dean stabs impatiently at the terminal keyboard. Name and age, please. Harald, 54. Dean's hands hover over the keyboard. He gives you a nod. Okay, ja. Ein Notizzettel geben. Komm, ich diktiere. You spell out your first and last names and specify your wing, profession, and test results. The administrator's fingers fly across the keyboard as he enters your information into the Cronus database. Rayhet scans the computer screen. So your position in the waiting list was 63,784. You've been assigned to Magellan Station. A special bus will bring you there after a series of briefings. Please pass me your Selectron so I can update the firmware. Dean snaps the docking port of your pass to a recess in the casing of his computer. The administrator returns your Selectron. Now you have first-level clearance for a Blue Wing employee. You have access to storage, the repair bays, and various workshops. Your Selectron also has a built-in universal key that opens the hatches accessing the air shafts. Okay. Dean continues. All new employees have a short list of tasks to perform on arrival. Do you want to hear all the details or just the short version? Oh, boah, ey. Komm, gib mir die Kurzfassung. Rayhet snorts. To make it short, get your uniform from storage, your weapons from the armory, pass the Psi abilities test, and complete your weapons training at the training zone. Then learn how to use the scanner, avoid anomalies, and properly catalog anything you observe. Last, go to the waiting room and wait for the bus to Magellan. Okay, alles klar. Dean sits back in his armchair. That's it. I hope there aren't any questions. Nee, das machen wir nicht. Ich würde gern, aber nein, das machen wir nicht. Rayhet claps his hands in satisfaction. Great. He reaches for the tape recorder, but thinks better of it. Protocol calls for a little welcoming preamble, but dash it all, that's nonsense. Welcome to Concord Station. Danke, dass du drauf verzichtest. As he's about to turn away, Dean suddenly remembers something. Oh yes, I sent your mail to your Kairos. Check your new messages. Well, that's all, I think. Kairos. Kairos-Nachrichten. Nachrichten, die du von verschiedenen Charakteren im Spiel erhältst, werden im Abschnitt Nachrichten deines Kairos gespeichert. Nachrichten von den Computern mancher Mitarbeiter landen auch hier. Alle neuen Briefe sind unter dem Reiter Posteingang zu finden und werden, nachdem sie gelesen wurden, in den Reiter Archiv verschoben. Kairos. Okay. Quests. Ich nehme an, das ist das Ding hier oben. Ich würde mal sagen, das ist der Pip-Boy in diesem Spiel. Sicher bin ich jetzt natürlich nicht, aber gut. Hier können wir durch. Gucken wir mal, wo es hier hingeht. Hallo! Behind the storage counter, you see a small, neat guy. His gingery hair shines with something like brilliantine. His badge says, Sidney Maynard, storekeeper. The silver perks up at your approach. A thick logbook appears at once from under the counter. Sidney puts on thick glasses that seem to age him 5 decades in an instant and studies the lined pages. Der wirkt auf einen Schlag 50 Jahre älter. Okay, krass. The silver finally stops and pins down a particular page with his finger. This is your first uniform requisition, right? You can also purchase any equipment you need for the desert directly from me. Ja, gib her, komm. Maynard adjusts his glasses in a businesslike manner. Before I give you the uniform, please listen to these short instructions. Komm, erzähl. Sidney fiddles with his hairstyle. So, I'm not going to sugarcoat it. Life under the dome can be dangerous. You may get shot, spill acid on yourself, get electrocuted, or suffer the effects of a dangerous anomaly. You may also freeze to death or get fried. Schön. That's why it's important to wear protective equipment when traveling outdoors. Of course, in hazardous situations, the equipment will get damaged, and the more it's damaged, the more often one has to repair it. The silver steps back from his counter to indicate the repair kit boxes piled in the back of the warehouse. He points back at the shelves behind him. We've got repair kits for this gear.
There are Blue Wing specialists ready to help you at any large base, of course, but they're not always available. So you'd better learn how to use repair kits and workbenches on your own. It's a use. Sydney rests Klingt gut, the ja. logbook on the desk. That's all the instructions. Now I'm going to issue your uniform. Na endlich. The silver disappears into the back for a while and returns with a small package. Na, gib her. Unfolding the package, Maynard shows you a brand spanking new uniform. Sydney half unfolds the clothes. A jacket, high boots, and turnip pants with patch pockets. The technician's uniform screams function over fashion. Parts of the uniform are rubberized to protect you while working with electricity. Klingt vernünftig. He raises a finger. One more important thing. In accordance with Order 16-225, helmets and gloves are not issued, but they're available for purchase from me. Please bear in mind that a full set includes headgear or a mask, jacket, trousers, gloves, and boots. Aha. Sydney hands you the package. Here's your uniform. Enjoy. Ja, toll. Ich soll mir also ernsthaft den größten Teil der Uniform selber kaufen. Was ist denn das? Wo bin ich denn hier gelandet? Ja, ich möchte gerne wissen, was du zum Verkauf anbietest. Adjusts his glasses. Och, der I'll show Handel. you what we've got. You know, we're pretty well stocked here in Concord. Take a look. Na dann, ne? Der Handel ist ein wichtiges Element in Encased. Im Spiel wirst du auf Charaktere treffen, mit denen du handeln kannst, indem du entweder die dafür vorgesehene Dialogoption wählst oder auf die entsprechende Schaltfläche im Dialogfenster klickst. Soweit so klar. Dann zeig Sydney mal. scribbles something in his logbook. Please come back anytime if you need something. Okay, das haben wir. Bisschen Geld, nehme ich an. Kombond, wird's wohl sein. Standardrüstung. Ein dritter Brief, den werden wir uns dann auch bei Gelegenheit mal angucken. Was haben wir denn hier? Soldatengürtel, Handschuhe, das übliche, Spaten. Okay, ich werde jetzt aber erstmal nichts kaufen, weil ich gar nicht weiß, wie wir an Geld kommen. Hier, Nahrungsmittel, bestimmt auch wichtig. Okay. Bitte kommen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie was brauchen. Machen wir. Tschüss. Gut, machen wir mal die Map auf. Was haben wir hier? Isaac Corley, da bin ich. Da ist eine Tür. Puh. Daten. Was soll ich denn jetzt machen? Meine Quest würde mich interessieren. Concord Neuling. Schritt 2. Ehe du dich zum Trainingsbereich begibst, brauchst du eine Waffe. Sprich mit Margarita. Oh Gott, wie soll man das denn aussprechen? Nennen Sie jetzt einfach mal Kaschenko in der Waffenkammer. Margarita Kaschenko. Okay, Map. So, die muss ja hier irgendwo rumrennen. Adolf Schmitz. Margarita Kaschenko ist hier oben. Kann ich die markieren? Irgendwie? Kann ich überhaupt irgendwie markieren? Nee. Okay. Wie komme ich jetzt dahin? Am gescheitesten? Hier sehe ich nirgendwo Türen. Das ist ja schon mal ganz spannend. Gut, dann müssen wir das rausfinden. Latschen wir los. Da ist doch eine Tür. Wäre das hier der Schießstand? Schön, dass sie mir die Tür nicht gezeigt haben. Ist da auch jemand mit einem Waffensymbol? Dann quatsche ich den an. Hallo? A lean silver with thick black hair and a huge cigar clamped in his teeth is sitting in front of you. Hallöchen. As you approach, he flashes a sly grin and slowly raises an outstretched hand above the table. Something really weird happens. All the paper clips, pencils, scattered toothpicks, and bits of trash float up from the table and hang in the air. The silver badge reading Andrei Mihai, Science Instructor, floats up as well. Starre vor Staunen die Gegenstände in der Luft an. Schrecke skeptisch zurück. Okay, wir sind cool, oder? Das können wir eh nicht machen, also gehe zum Tisch, als wäre nichts passiert. Here for the briefing, huh?
Shall we get to it? He takes the cigar out of his mouth and exhales a lush cloud of smoke. Na dann, weis mich ein. Psionik. Klingt The spannend. silver props his elbows on the table. Anyway, here's the deal. It's more profitable for people with a high psyche to study psionics. Give me your hand. Hier hast du. Not waiting for an answer, he grabs your hand with strong, dark fingers. Andre gropes your hand briefly, then lets go, disappointed. The pills, huh? The anti-migraine, sleeping pills, neuroleptics, downers. What do you mean you don't take them? Well, off you go then. That means no talent, huh? Why waste time? No wasting time now. But alas, regulations demand it, so I'll give you a glove too. Regulations, huh? Okay. The silver takes a thin glove covered in talc from his desk and passes it to you. Look, a glove, right? But it isn't just a glove. This is an ooh mama hold me tight glove. It takes energy from your noggin, your psyche, and pew concentrates it. Alles klar. He counts off on his fingers. Learn psionics. Put on the glove. Transform energy into the necessary shape. That's the whole briefing. Simple? Simple. Now to your questions, huh? Frag ihn, ob dir einen Trick zeigen kann. Ja, den Ursprung, den würde ich wissen wollen. The silver takes a pull at his cigar and releases a self-important puff of smoke. Psionics. It's a gift for all of us. The forefathers took off someplace. Poof, gone. Only the dome remains. And this. Psionics, huh? He rocks back in his armchair, puffing on his cigar. The toothpicks again slowly rise up from the table. Mihai spreads his dark hands. Toothpicks hover around his head in a kind of halo. Scientists say everyone has an organic skill called psyche. You have it, I have it, everyone has it, huh? Big psyche, you got talents. Small psyche, no talents. You'll need to carry a lighter all your life. Na dann, zeig mir mal einen Trick. Mihai spreads his hands good-naturedly as if to say, "You're welcome." The toothpicks on the table skitter around for a moment, arranging themselves into a curse word. Das ist aber nicht nett. The silver laughs loudly at his joke. The cigar falls from his mouth to float in the air. Ash flaking weightlessly from the tip. Na komm, Kalle. Hab keine Zeit für sowas. Wir sehen uns wieder. Zeig ich dir einen Trick. Da komme ich nicht durch. Warum komme ich da nicht durch? Na, ich soll doch dahin. Das ist der nächste Schritt. Hier eine Tür. Probieren wir das doch mal hier. So. I'll complain to the Silvers about that idiot. They'll take the appropriate measures. Erzähl doch nicht. Die Spielwelt ist groß und viele verschiedene Orte gegliedert, von denen manche vorübergehend unzugänglich sein können. Übergänge zwischen Orten sehen üblicherweise aus wie Türen, die einen verdunkelten Bereich abschotten. Luken oder speziell hervorgehobene Bereiche kann ein Übergang passiert werden. Klicke auf ihn und der Charakter wird das Portal öffnen und hindurchgehen. Naja, dann komm. As you reach to open the sliding door, an engineer in a bright blue jacket stops you. Hold on there, Chief. It's out of order. Ist See? klar. You're a newcomer, right? It's a straight-up open house here today. He offers you his hand. According to his badge, this is Maxim Penkovsky, technician. Hallo, Maxim. The technician slaps the door with one hand. You have to wait until I'm done. Some orange jammed up the lock with chewing gum just for a laugh. They're like animals, those oranges, marking their territory. If you ask me, they're too gracious about those bastards in Crystal Sands. Na, dann zeig mir mal einen anderen Weg. Penkovsky chuckles. Looks like you don't get it. Tons of relics pass through Concord. The base is laid out to make everyone walk a single route, with the top level as separate as possible from the bottom. You get the memo? He turns back to the lock. So in the meantime, take a load off. Have a coffee. Loosen up. Watch the storm through the window. You'll be seeing a lot of those out here. Maxime extracts a thin, sharp precision probe from behind his ear and dangles it in front of you. Though there's another way.
You want to learn something about picking locks? It's a useful skill in all sorts of situations. He looks at you expectantly. Ja. Auf jeden Fall. Ich frage jetzt nicht, ob das legal ist, das werden wir brauchen. Ist ja üblich in Rollenspielen. The Blue's getting excited. All right, looky here. Na dann. Penkovsky presses his pick lock, and an odd device resembling a hybrid of a screwdriver and a can opener into your hand. Using a mechanical pick lock is easy peasy. No special skill required. They wear out after a few locks. While the old-fashioned kind is another thing entirely. Cheap, one use. But one has to know how to use it right. That's a tool for a master. Maxime takes out another pick lock and crouches by the door. Na denn. He gives you a quick lesson on how to pick a lock. By the way, you can carry your tools in your belt. It's much handier to have them right there. Penkovsky shows you his utility belt, where he keeps all kinds of tools and gadgets. Actually, finding tools under the dome is no problem at all. There are even devices for hacking terminals and so on. Maxime hoists up his belt. The Blue solemnly raises his index finger. And one more thing. Always use brand name stuff if you can. Groovy produces good kits. Modus and Supercolor do too. They've all got fat contracts with Cronus, so they care about quality. He looks at the door again. Damn these locks. Though I'd rather be doing this than fixing hab pods. Those are a real pain in the ass. Okay. Na komm, was ist am Wohnkapseln so schlimm? Penkovsky gives you a patronizing look. Because they're poorly made, warped from the heat, and the filters aren't worth a damn. The modules were constructed by marketing managers, not engineers. Building a city in the desert was also their idea. This project is all about PR. Cronus wants to show the world how tough they are. Na denn. Okay, im Spiel wirst du auf verschlossene Türen und Behälter stoßen. Glücklicherweise können sie geöffnet werden. Klick an einer verschlossenen Tür auf Right-Button und wähle die gewünschte Fähigkeit aus der Liste aus. Die Verwendung spezieller Dietriche erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit, aber im Regelfall reicht der Vorrat nicht lange. Du kannst auch Türen mit roher Gewalt aufbrechen oder versuchen, sie mit Hilfe eines Terminals in der Nähe zu öffnen. Gut, dann würde ich dich gerne mal versuchen aufzumachen. Okay, also ich habe keinen Gürtel. Da fängt's an. Ich habe keinen Gürtel. Hier ist verschlossen. Wir latschen mal ein bisschen weiter. Muss da irgendeine Möglichkeit geben, hier oben hochzukommen, oder nicht? Bei ihm komme ich nicht durch. Muss ich mir jetzt echt einen Gürtel kaufen? Ernsthaft? Hier ist auch keine Tür. Hey, da ist so ein Lüftungsschacht, oder? Durchsuchen. Hey. Gucken wir mal nach. Was ist denn hier drin? Was bist du? Ein Roboterauflader. Kann ich den einfach mitnehmen? Mach ich mal. Ich hab doch einen Lockpick. Na gut. Komm, quatschen wir den an jetzt. Ich brauche einen Gürtel. You again? Pretty sure you got your uniform already. Anything else I can do for you? Sydney adjusts his glasses. Sure, I'll show you what. Ja, zeig her. Something in his logbook. Was haben wir hier? Laborgürtel, Arbeitsgürtel. Ich denke mal, ein Arbeitsgürtel wird es sein, ne? Soldatengürtel. Dann nehmen wir einfach mal den Soldatengürtel. Der kostet mich 100. 100 habe ich nicht. Ich habe 40. Super. Läuft ja. Da muss es anders gehen. Kinder. Das muss ja anders gehen. Ja, tschüss. Es muss anders gehen. Wie kommen wir ins Inventar? Mit I? Was ist denn das hier? Selektron der blauen Abteilung. Gut. Ziehhandschuh, den haben wir gerade bekommen. Können wir das Ding ausrüsten? Zum Gürtel hinzufügen. Ich habe doch gar keinen Gürtel. Egal, probieren wir es. Haben wir das gemacht? Wahrscheinlich nicht. Wir haben ja keinen Gürtel. Relikt 1. Aha, aha, aha. Hier ist Gürtel. Aber wir haben nichts Gürtel. Das ist doof. Was machen wir denn da? Na gut, schauen wir uns ein bisschen weiter um. Hat ja keinen Sinn.
Kann ich? Never thought this would happen. Nee, kann ich nicht. Drink brauche ich nicht. Und T. James, mit dem will ich jetzt gerade nicht reden. Gucken wir doch nochmal, was die Quest sagt, oder? Schritt 2. Du brauchst eine Waffe. Schritt 3. Lernen Einsatz von Psi-Fähigkeiten. Mit dem haben wir ja geredet. Okay, Schritt 4 daneben. Winston Botherby. Dann gucken wir mal, wo der rumschleicht. Vielleicht finden wir den ja irgendwie. Der Typ, der da sitzt, ist es auf jeden Fall nicht. Winston Botherby. Winston Botherby, der wäre da. Okay. Da kommen wir aber nicht hin. Also, ich fühle mich jetzt gerade hier ein bisschen aufgeschmissen, wenn ich ehrlich bin. Ja, machen wir doch. Hausmeisterausrüstung. Ist da vielleicht ein Gürtel drin? Nein. Aber Desinfektionsmittel und Seife. Alles klar. Das hilft mir weiter. Einen Staubsauger kann ich gerade auch nicht hier brauchen. Auf Klo muss ich nicht. Denke ich. Monty James. Komm, dann quatsch mit denen an. Ein Lenker, der eine verstärkte glänzende Brille trägt, jetzt muss ich echt selber lesen, sitzt auf einer orangenen Couch und fummelt nervös an seinem Namensschild herum, auf dem Monty James steht. Ihm zu Füßen steht ein großer Koffer, auf dem eine Broschüre über die Kuppel liegt. Salutations. Er schaut zu dir auf und sieht dein Gesicht mit zusammengekniffenen Augen ganz genau an. Ah, Sie sind es. Wie gefällt es Ihnen wie gefällt Ihnen das Innere der Kuppel? Sage, dass du für diese Antwort noch nicht bereit bist. Du brauchst noch mehr Zeit, um dir einen klaren Kopf zu verschaffen. Sage, dass du mehr erwartet hast. Ja, ich habe mehr erwartet. Der Lenker richtet seine Brille, was sie nicht sagen. Anfänglich strotzt man nur so vor Begeisterung. Sowohl Crystal Sands als auch die Spire sind zugegebenermaßen sehr beeindruckend. Man sieht beide an und hat das Gefühl, Geschichte zu schreiben. Und dann stellt man fest, dass der eigene Name aus irgendeinem Grund nicht auf der Liste für neue Rekruten steht. Er grinst freudlos. Wissen Sie, es gibt gerade Wichtigeres als Geschichte zu schreiben. Na, dann versuchen wir das mal. Monty kaut an seinen Nägeln und sieht dann nach oben. Ist das Ihr Ernst? Das wäre unglaublich freundlich von Ihnen. Ja, naja. Vielleicht ist mein Optimismus bezüglich dieses Ortes und der Leute, die hier arbeiten, doch gerechtfertigt. Du hast ihn offensichtlich sehr aufgemuntert. Come back again. Ja, na dann. Kann ich dir trotzdem nicht helfen, weil ich keine Ahnung habe, an was für ein Terminal ich denn dafür gehen muss. Wahrscheinlich da drinne. Probieren wir das mal. Da kommen wir aber nicht rein. Tun das? Nee. Oder? Fertigkeitswert unzureichend. Aber ich habe gerade gesehen, obwohl ich keinen Gürtel habe, scheine ich das ja dann am Ende trotzdem zu können. Also gehen wir nochmal hin zu dem Watzke hier. Es ist doch alles... Moment mal. Kann ich die Alte hier durch anquatschen? Scheinbar. The smell of good tobacco wafts off this tall, portly woman from a meter away. A black lacquered pipe, an open logbook full of signatures, and a metal flip calendar sit on the counter in front of her. A small nameplate reads, Margarita Tkachenko. Tkachenko spricht man die aus. Wisst ihr Bescheid? The woman fixes her coppery hair with one hand and casually lights her pipe. To what do I owe the pleasure? Her voice is deep and gravelly. Gib Knarre. Margarita thumbs back a couple of pages in her logbook. I see. This was your first receipt. Ich glaube, ich habe diesen noch nicht mal selber bestellt. Komm, gib her. She glances at her Kairos, looks at you, snorts, and retreats to the shelves. A couple of minutes later, Tkachenko returns holding a small pistol. She puts the gun on the counter and strokes the Bakelite grip with a strange affection. Pistols are good. Not for everyone. One needs a special skill set.
The black draws the slide with a snap, pops out the magazine with an almost imperceptible movement, and slams it back in place. It's reliable. Has a nice heft, too, so even if it jams, you can always smack him on the head with it. Takachenko slides the pistol across the counter. Ja, nimm sie mit Mündung auf den Boden. Ich habe jetzt hier das Sagen. Schön. Wirf sie weg. Ja, nee, Pazifist wollen wir nicht werden. Ich kann nicht gut mit leichten Waffen umgehen und brauche was anderes. Nee, komm, wir nehmen die Knifte jetzt einfach mal so. Margarita drags on her pipe and releases a puff of thick yellow smoke. I see you know the rules and won't cause problems. Was haben wir denn für Nachteile? Takachenko tamps down her tobacco. Nice accuracy, but the stopping power is too low to call it a killing machine. Still, it's an all-around excellent weapon. Und wie halte ich es in Stand? Points at a poster on the wall behind her. Can you see what's written there? Clean and oil. I have nothing to add. Na denn, danke. The armorer shrugs, puffing indifferently on her pipe. It's the least I could do. We have a requisition list from the Silvers. For free, you receive only rubbish. If you want the real deal, check out the weaponry shop. Or me. Leaning over the counter, the black points somewhere off to one side. Now it's time for your training. Botherby is already waiting for you by the big gate. He's a bit dotty, but a good man nonetheless. But before the training zone, go see that wizard guy with his toothpicks. Be careful around him, though. Don't let him pitch you a line. Psychic my ass. She winces in disgust. Okay, die mögen sie scheinbar nicht. Encased hat mehrere anpassbare Tasten, die dir das Spielerlebnis einfacher machen. Halte Umschalt gedrückt, um dir ausführlichere Informationen zu einem Gegenstand anzeigen zu lassen. Halte Steuerung, um Charaktere anzugreifen oder Türen aufzubrechen. Halte Alt, um interaktive Gegenstände und solche, die auf dem Boden liegen, hervorzuheben. Alt. Ah ja. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Guck mal, hier ist nochmal Hausmeisterausrüstung. Da schauen wir mal kurz rein. Ein Mob und ein Stück Stoff. Das werden wir jetzt erstmal nicht mitnehmen. So, die Tür ist immer noch verschlossen. Also werden wir jetzt erstmal versuchen. Jetzt ist es auch nicht mehr rot. Versuchen wir mal die Tür aufzubrechen. I'll keep working on this lock because of Welcome that to the Dome, boring. an amazing excursion to a world of new technology and the riddles of an ancient civilization. Listen to this information, useful for all wings, and receive a colorful leaflet. Das hast du aber schön aufgesagt, Mädchen. Das ist lange auswendig gelernt, nehme ich an. So, dann brauchen wir wahrscheinlich den Kumpel hier. Hallo. Guten Tag. A middle-aged black is sitting behind the counter with his hands in his lap. The buttons and zippers on his uniform are polished to a shine, and even his badge, Winston Botherby, Instructor, has been buffed so much it hurts to look at it. Okay. Botherby frowns as you approach. Your first act is being late for the briefing. You going to be late for your funeral as well? Nett. Ja. So machen wir das. Stramm stehen und sagen, wir wollen eine Anweisung. The black looks you over. Yes, I see the weapon received checkmark. Looks like you are fully prepared to disappoint me. You are prepared, right, employee? Ich bin gegen Gewalt. Botherby leans over the counter and directs you to the doors. Behind this door is a combat simulation computer. Launch it and begin your course. Machen wir, Sir. He raises his index finger. The conditions in the training zone closely simulate those one would experience in the field. Your goal is to avoid getting lost and dying of dehydration. And try to aim the barrel away from yourself when shooting. Alter, du bist mir direkt sympathisch, ne? Pulling a notepad from his pocket, the instructor jots down your name. Your goal is to hit 3 targets. I'm going to monitor you and advise as necessary. And try not to burst into tears. That's all.
Go ahead. Ich spiele das Marine-Spiel jetzt hier mit. Na dann. Das Teil sollen wir benutzen. Machen wir. Könnte ich mir auch angucken. Nein, wir benutzen das jetzt. Im Spiel wirst du es immer wieder mit verschiedenen Computern zu tun haben. Terminals enthalten nützliche Informationen und ermöglichen es dir, deaktivierte Mechanismen zu aktivieren und verschlossene Türen zu öffnen. Solltest du aus Versehen oder absichtlich einen der Hauptcharaktere töten, können die Informationen zum weiteren Spielverlauf fast immer in dessen Terminal eingesehen werden. Okay, also verkacken können wir scheinbar nicht. Ich will dich jetzt benutzen. Ja. Der folgende Text leuchtet auf einem kleinen bernsteinfarbenen Bildschirm auf. Willkommen zum holographischen Sherman-Kampfsimulationssystem. Bitte wählen Sie ein Programm aus. Ja, gib mal Alpha ein. Das Bild wandelt sich langsam. Du schaust genauer hin und erkennst, dass die Zeilen einen nach der anderen umgeschrieben werden. Sherman-System Alpha Squad tritt der Schlacht bei. Na denn. Rundenbasierter Kampf. Ach, das habe ich gerne. Encased setzt auf ein rundenbasiertes Kampfsystem. Der Ablauf der Aktionen deiner Gegner, deiner Verbündeten und deiner eigenen wird von Initiative festgelegt. Bewegungen der Einzelnen von... Was? Der Einsatz von Fertigkeiten sowie Angriffe verbrauchen Aktionspunkte. Wenn nach Abschluss all deiner gewünschten Aktionen immer noch AP übrig sind, kannst du diese zur Steigerung deiner Verteidigungsklasse ausgeben, indem du auf die Schaltfläche Deckung, V-Schaltfläche, V, da, okay. Du kannst aber auch die aktuelle Runde beenden und die Punkte für die nächste Runde aufheben. Das ist geil. Mit der Leertaste, alles klar. So, Duty, Aktionspunkte, 6. Sehe ich irgendwo, wie viel ich wirklich habe? 11. Unten sehen wir das. Jetzt wird es doch langsam mal ein bisschen interessant. Wir werden uns mal hierhin begeben. Und dann können wir nicht mehr angreifen, aber ich bin zumindest in Deckung. Warten wir auf die nächste Runde. Da wurde ich schon beschossen, alles klar. Der flankiert mich, der greift mich jetzt wohl im Nahkampf an, nehme ich an. In nahezu jedem Kampf bist du von interaktiven Objekten umgeben. Fallen, giftige Flüssigkeiten, Feuer oder ein Treibstofffass, das du mit einem gut gezielten Schuss in die Luft jagen kannst. All diese Faktoren können dir einen Vorteil verschaffen, aber auch das Leben schwer machen. Okay, keine neue Mechanik. Dann kriegst du jetzt von mir erstmal ein paar von Hals, wenn du hier schon stehst. Faustschlag. Oder untersuchen. Ja, komm, hier. Von Hals. Kann ich ihm noch eine geben? Jo. Okay, haben wir alles verbraucht. Jetzt ziehen sie automatisch. Oh, jetzt kriege ich aber ordentlich. Der kann mich nicht treffen. Genau, hau mir vom Kopf. Ich glaube aber, ich ziehe jetzt nicht so viel Schaden, oder? Was bist denn du? Infanteriemine. Okay. Kühlmittelfass. Ja, bringt mir sowieso alles nichts. Ich könnte aber mal versuchen, dass wir uns hier hin bewegen. Ah, dann bin ich wieder außerhalb. Oder? Oder nicht? Nicht genug Aktionspunkte. Ja, toll. Okay. Gut. Das läuft jetzt gerade nicht so, wie ich es mir vorstelle. Aber naja, was soll's. Komm, dann verprügeln wir den. Kriegst du noch einen vor den Hals. Wie der das hier kommentiert, der Penner, ja? Steht er hier vor den Bildschirmen? Oh, warte, ey. Aber Energie verliere ich nicht. Das ist ja immerhin schon mal was. Aber so dumm dürfen wir uns definitiv nicht mehr anstellen. So, der ist weg. Kann ich nochmal? Ja. Nee, kann ich nicht. Na gut. Leertaste. Gut, dass das nur ein Holo ist.
Ich laufe jetzt einfach... Nee, das ist freie Schussbahn. Dann bleibe ich lieber hier stehen. Komm. Kriegst ein paar von Hals. Wobei ich von hier auch von dem beschossen werde. Crit. Schön. Schalten mal auf Shift. Dreifache Geschwindigkeit. Okay, wunderbar. Hier kriegst du noch ein paar. Und noch einen. Reicht nicht. Die Kommentare von dem Typen sind aber auch wirklich sehr freundlich. Komm, fall um. Ey, echt Glück, dass ich keinen Schaden nehme, ne? Kann ich dich treffen? Nicht genügend Aktionspunkte? Warum denn nicht? Sag mal. Willst du mich würfeln oder was? Gehen wir mal hier hoch. 9 Angriffs- oder Aktionspunkte haben wir ja. Ich gehe jetzt einfach mal dahin. So, gut. Leertaste, nächste Runde. Da kommt der auch hier hoch. Ich wollte auch mal schießen, Mensch. Na gut. Verprügel ich dich halt. Viel Schaden machst du echt nicht im Nahkampf. Ändert sich bestimmt irgendwann auch später, aber das ist ja nun wirklich echt ein bisschen dünn. Naja, komm. Hauen. Hauen um. Keine Punkte mehr, weiter. Also hier werden wir auf jeden Fall jetzt schon mehrfach tot, glaube ich. Aber egal. Ist ein Tutorial, wir spielen jetzt einfach mal so weiter, so ganz auf dumm. Ja, wie gesagt, von der Sache her hätte ich es jetzt eh schon verkackt. Gut, nehme ich mal an, dass ich dich jetzt wieder anquatschen muss. Botherby nods grandly. You made it through training without making a total fool of yourself. Nicht? Congratulations. I'll send a report up the chain about your completely unanticipated success. Na dann. You're dismissed, employee. Nice, alles klar. Dann wird mich jetzt nochmal interessieren, was ich jetzt als nächstes machen muss. Bei Schritt 5. Concord Neuling. Quest 2? Achso, ja, das ist die Nebengeschichte. Meine eigene Geschichte? Wo soll ich jetzt nur hin? Nachrichten. Holen Sie sich... Habe ich. Begeben Sie sich zur Landezone und warten Sie dort auf den Bus. Landezone. Garagentor. Gehe ich mal von aus, dass ich dahin muss. Würde ich jetzt einfach mal ganz schlicht behaupten. Landebahn. Von da sind wir gekommen. Da waren wir gerade. Ökozone. Kommunikationsraum. Naja, ich denke mal, das wird hier unten sein. Schade, dass wir uns nicht irgendwie einen Weg markieren können oder so. Ökozone. Welcome under the dome. An amazing excursion to a world of new technology. Rede deinen Text. Sag ihn auf. So ist richtig. You see a tall scientist in a white lab coat, bathed in the dim lamplight. He almost appears to be hovering above the laboratory floor. The man turns at your footsteps. He's holding a paper clipboard and a pencil. His shimmering silver badge reads Sebastian Van Olden. He glances from you to the glittering watch on his wrist. I want us to respect one another's time. Please speak loudly, clearly, and to the point. You must be the newcomer I was told about. Nice to meet you. Ja, servus. Finished with his unusual greeting, he offers you his thin hand. Ja, moin. The scientist puts the clipboard aside, raises his watch for a closer look, and sets the timer. Na denn. He shows you his watch dial. According to the rules of this briefing, I have to touch on a large number of topics. Therefore, I will do so very briefly. Do not interrupt me. When I'm finished, I'll answer your questions within
Regulations, of course. Natürlich. Sebastian produces his handheld and clicks some buttons. I checked your scanner. It's working and is connected to the Minerva database. Everything you scan will earn you Chronos or Forefathers knowledge points. The instructor watches you with displeasure. Are you listening? Scan everything that might be of scientific interest. First of all, anomalies. They could be dangerous. Make sure to always have medication with you. He places a canvas pouch in your hand. This pouch is full of bolts. You can temporarily discharge an anomaly by throwing a bolt into it. It's primitive, but reliable. Okay. Van Olden pushes a button on his stopwatch. So, my oral briefing fell within the allotted span of time. Any questions you want to ask me? Tausende. Ja, hier. Sebastian snorts skeptically. Oh, great. You're even ignorant of the basics. Minerva is a mainframe located at Magellan Base, where you'll be going soon, by the way. The Minerva disk stores the database containing every piece of information about the Dome and the company's employees. It is thanks to this scanning that the database is constantly updated. Are you ready for the second part of the briefing, or do you have any more questions? The instructor looks at his chronometer again. Geht dir nicht schnell genug, sagst du? Ja, ich habe 1000 Fragen. In annoyance. Do you know anything at all? What did you come under the Dome for anyway? You get knowledge points for scanning objects. For scanning anomalies and relics, you receive Forefather points. Scanning the company's property and employees, living or dead, earns you Chronos knowledge points. He explains with a sagacious expression. You can exchange knowledge points for medication and equipment as part of the volunteer research program. Are you ready for the next part? The clock is ticking. The instructor taps his watch meaningfully. Ja, ist doch gut, mein Junge. Sebastian pulls a scanner from his pocket. I will demonstrate this only once. To switch on the scanner, press the button on the right side of the manipulator housing. The scanning beam is narrow. It's intended to focus on one object at a time. Van Olden turns on the scanner and continues. My advice is to scan anything that might be of scientific or statistical interest. Relics, Forefathers objects, automatic doors, vehicles, vending machines, deceased employees. He turns the screen so you can see it. The scanner automatically transmits data to the Minerva system, and you receive knowledge points. Do you have any questions, or can we proceed to the practical part of our briefing? You'll need some one-use stimulator injectors, bandages to stop bleeding, and anti-radiation agents and radio protectors, including ARAD-3. The white ticks these off on his fingers. He produces a black-capped, transparent plastic jar out of his pocket. According to protocol, you should have this medicine. I'll give it to you as soon as we proceed to the practical part of the briefing. Are you ready, by the way, or do you have any questions? Naja, dann habe ich noch eine The Frage. researcher winces. Why do I have to spell out every single thing for you? Take a bolt, throw it at the anomaly, and it goes off. Any more questions? Na, The da kommt. scientist glances at his watch again. You're within the time limit for questions. The next step is training in the artificial ecozone. Na denn. He rests one finger on the button in preparation to start the timer. You're going to go downstairs and scan relics. I will be monitoring your progress. Please note there are several radioactive anomalies in the ecozone. These are the same conditions you'll be working in the field. Radioactive zones and relics are quite common under the dome. He smoothly extracts a jar of yellow pills from his pocket. Here's your ARAD-3. And one more thing. Just a moment. Ja. Schön, dass man immer diesen Fernseher hört. Soll ich da jetzt rein? Oder? Komm, mach auf das Brett. Please stand by for decontamination to end. Okay. Verschiedene Handlungen, wie zum Beispiel der Verzehr von Lebensmitteln oder die Einnahme von Medikamenten, können Statuseffekte verschiedener Art bei dir bewirken. Sie wirken sich entweder positiv oder negativ auf dich aus und dauern unterschiedlich lange an.
Manche Eingriffe und Fähigkeiten können auch einen Statuseffekt bewirken, der die Eigenschaften des Ziels verändert. Beispielsweise verringern die Effekte Bluten und Vergiftung schrittweise die Gesundheit. Okay, ist auch nichts Neues, wirklich. Weg versperrt. Ah, jetzt darf ich. So, Harry. Na gut. Du besitzt nun die Fähigkeit Scannen. Um einen Scan auszuführen, wähle die Fähigkeit im entsprechenden Fenster aus und klicke dann auf das Objekt, das du scannen möchtest. Für jeden erfolgreichen Scan erhältst du Forschungspunkte. Die hierbei gewonnenen Informationen werden in deinem Karus gespeichert. X für Scannen. X. Okay, da sehe ich nichts. Das ist schön. Gehen wir mal hier hin. Hallo? X. Mal. Ich da wohl runter müssen. Okay, machen wir. Die Welt unter der Kuppel ist voller merkwürdiger und gefährlicher Phänomene, die man Anomalien nennt. Die meisten davon können dich verletzen, töten oder verstrahlen. Mit der Fähigkeit Schraubenwurf kannst du Anomalien aufspüren und vorübergehend unschädlich machen. Na dann, komm, bleib mal hier. Plus 1 Strahlung, ist doof. X. Ist ja immer noch nichts. So, machen wir es eben so. Rechtsklick drauf, scannen. Haben wir gescannt. Nein! Oh, wollte ich nicht. Wollte ich nicht rein. Egal. Oh, was? Scannen. Diese komischen Anomalien kann ich wohl nicht scannen, oder was? Unten durchlaufen kann ich nicht, oder was? Okay, na gut. Latsch hier rüber. Hallo. Ja, doch. So, wir machen mal das Inventar auf. Der hat mir doch Pillen gegeben, hat er gesagt. Red Force. Hießen die nicht anders? Egal. Mal gucken. Konsumiere Red Force. Verletzt bin ich aber scheinbar trotzdem immer noch. Aber ich denke mal, die Strahlung ist jetzt weg. Hier steht 0 Strahlung. So, dann sag mal. Bin ich fertig? Sebastian meets you on the platform. Your finishing time is within the acceptable range. Da will ich doch meinen, ich bin ja talentiert. He clicks the stopwatch button, fixing the result time. The scientist turns back to his notes. Not bad. One question. You observed several anomalies while scanning. Why do you think they appeared? I'd like to hear your opinion. Naja, dann. Einzige Auswahlmöglichkeit? The scientist assumes a superior expression. I knew you'd come up with something like that. I see you understand nothing about the nature of anomalies. So let me add a couple of points. Na, dann hau raus, Kalle. He glances at the shimmering blue light in the eco zone. The truth is, we don't know the precise reason for these phenomenon either. We actually know nothing, no matter how much we try to convince ourselves otherwise. Sebastian points a thin finger at the clustered lightning. I personally believe that the anomalies are the dome's security mechanism. The ones you saw are relatively harmless, but there are different anomalies in the desert, phenomenon that toy with the human mind. Van Olden clasps his hands behind his back. I know you don't care, but I'll say it anyway. Scientists today are required to be wonder workers who can heal cancer with a wave of their hand and solve the secrets of the universe during their coffee break. For some reason, no one wants to understand that fundamental science is always an investment in the future. It produces no answers here and now. The White's gaze strays back to his clipboard. If something terrible happens under the dome one day, and I'm sure it will, science will protect no one. That is all. Off you go. Haust rein. So. Bin ich jetzt durch? Das würde mich interessieren.
Concord Neuling. Guck mal, hier ist doch eigentlich alles soweit fertig, oder nicht? Den könnten wir anquatschen. Werde ich den anquatschen? Hallo? Der Angestellte der weißen Abteilung flüstert etwas, den Blick zur Decke gerichtet. Er bemerkt dich nicht einmal. Der Kittel ist mit vielfarbigen Flecken und Farbklecksen bedeckt. Selbst seine Marke mit der Aufschrift George Zarins ist mit etwas Pinkem bekleckert. Good day to you. Der Kopf des Prozessors ruckt nach oben und er blinzelt dich kurzsichtig an. Ja? Suchen Sie nach einem wissenschaftlichen Kurator? Sie haben ihn gefunden. Ich kann Ihre wissenschaftlichen Daten gegen nette Belohnungen eintauschen. Ja, was sind denn diese Ahnpunkte? Zaren sieht dich äußerst überrascht an. Er ist wirklich gut darin, absolute Verwirrung auszudrücken. Schlurfend wie ein alter Mann kommt er zu dir herüber. Sind Sie nicht beschämt von Ihrer eigenen Ignoranz? Dies ist ein revolutionäres Programm, welches das Unternehmen da gestartet hat. Diese Dinge sollten Sie wissen. Sag ihm, dass du alles über das Programm wissen willst. Ja, machen wir. Er streckt stolz die Brust heraus. Nun, da sind Sie genau an der richtigen Adresse. Ich bin einer der Erschaffer. Dieses Programm wurde ins Leben gerufen, um Entdecker zu unterstützen und zu motivieren. Der Kittel nimmt einen Kommunikator aus seiner Tasche und hält ihn dir mit dem Bildschirm voran hin. Auf dem Bildschirm erscheinen Zahlen, offenbar Informationen über den Gesamtupload und Umfang transferierter Daten. Und es funktioniert perfekt. Sie kommen hierher und bereichern die Datenbank. Manchmal werden die interessantesten Dinge gescannt, aber natürlich nicht ohne einen materiellen Anreiz. Hier, sehen Sie sich das an. Mit seinem gekrümmten Finger tippt der Professor auf die Scannerlinse. Sie scannen, dann erhalten Sie Ahnenpunkte und Chronuspunkte. Sie nehmen diese Punkte und tauschen sie ein gegen Medizin, chemische Substanzen und allerlei Nützliches. Schon bald wird es überall unter der Kuppel ein ganzes Netzwerk aus Kuratoren geben. Die werden alle Entdecker für ihre wissenschaftlichen Daten belohnen. Ja, was kriege ich dafür? Er breitet die Hände aus. Das kommt ganz auf die Person an, mit der sie handeln. Meistens geben sie ihnen Medizin, aber es könnte auch eine Waffe oder ein Rüstungsteil sein. Manche geben ihnen vielleicht sogar ein experimentelles Ausrüstungsteil. Verschiedene Dinge, alle möglichen Dinge. Na, dann möchte ich mal was tauschen. George nimmt einen absolut sauberen Cerus in einer Lederhülle aus seiner Tasche. Wie viele Punkte ziehen wir ab? Während er dies fragt, drückt er einige Tasten. Ja. Nehmen wir Chronos. Keine Ahnung. Können wir nicht. Ahnenpunkte? Wir nehmen Medkit für 2 Punkte. Alles gut. Ja, gehen wir mal. Haben wir ein Medkit mitgenommen. So, jetzt irgendwie muss es ja jetzt weitergehen. Ja, du erzählst immer das Gleiche. Wie die das runterrattert auch, oder? Oh, können wir hier lang oder nicht? Doch, können wir. Ed, spit it out. I can see that something's bothering you. Well, Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es hier weitergeht. employee, please come here. There's an urgent task for you. Okay. I'm listening. Ein großer blonder Mann Mitte 40 tippt roboterhaft an die Krempe seiner schwarzen Kopfbedeckung und streckt dann seinen Arm für ein Händeschütteln raus. Seine Finger sind steinhart. Kaum hast du die Hand berührt, zieht er sie unverzüglich wieder zurück. Das Namensschild auf seiner breiten Brust weist ihn als Adolf Schmitz Sicherheitschef aus. Schmitz taxiert nun dich. Er scheint dich zu missbilligen. Er fegt ein paar Flusen von seiner Schulter und richtet den Kragen deines Overalls? Ist ja anmaßend. Ihre Uniform könnte mal wieder in die Wäsche. Und zwar bald. Alter, ich bin gerade angekommen, du Vogel. Das Ding habe ich gerade bekommen, ey. Komm mir mal die Blöde. Ich bin Adolf Schmitz, Leiter der Sicherheit. Sie sollten eigentlich nach Magellan entsandt werden, aber die Umstände haben sich geändert. Der Militär nickt zur Tür hinter sich. Ich habe einen dringenden Befehl für Sie.
Ihre Hilfe wird an einem nahegelegenen Objekt gebraucht. Mr. Kingsley wartet in diesem Moment darauf, Ihnen Anweisungen zu erteilen. Er selbst wird Ihnen alles selbst mitteilen. Schmitz tritt beiseite, als er sich deine Stiefel anzieht. Schüttelt er missmutig den Kopf. Alter. Warum braucht er mich und nicht den anderen Tüftler, der mit mir gekommen ist? Schmitz holt ein kleines Notizbuch aus seiner Tasche hervor und blättert es zügig durch. Einen Moment. Steht alles hier drin, ganz genau. Ihr Kollege heißt Igor Potanin. Hier steht, dass er kein Deutsch spricht. Hier steht auch, dass er sich auf Architektur spezialisiert hat. Ich bezweifle, dass das Problem in Nashville irgendwas mit Architektur zu tun hat. Stimme zu und geh weiter zum Wachraum. Jo, Haus darin. Hallo? The giant display glows welcomingly when you approach. A red light comes on under the screen's steel hood. The camera is switched on. Na denn? A gray old man with high cheekbones appears and squints out at you from the screen. Do you copy? Nö. He leans close to the camera, his glasses glittering. My name is Martin Kingsley. I'm Chief Officer of Magellan Base. We were supposed to meet in person, but unforeseen circumstances prevented that. One moment. I'll grab your file. Na dann. He reaches for something out of view and produces a thin folder with your name on the cover. Apparently, your file. Kingsley opens the folder to thumb through the pages. He marks one of the pages with a pencil. Well, well. So you're in Blue Wing. A solid choice. Does it run in the family? Or did the role attract you for some other reason? Ich wusste nicht, welchen Wing ich überhaupt nehmen soll, weil ich ja nicht wusste, was hier los ist, Kalle. Ne? Oder weiß ich immer noch nicht. Weiche der Frage aus? Nee. Er hat richtig geraten. Familientradition. Gerne tüfteln. Um der Rüstungsindustrie zu helfen. Na, wir tüfteln gerne. The quick strokes of the administrator's pencils suggest he's added 2 big plus signs to your file. There's around 6,000 vehicles inside the dome now. Was? And that number will only keep growing. You have enough work here for years to come. Kingsley closes the file and folds his hands in front of him. Thank you for your reply. I learned a little more about you. Now I want you to learn a little bit more about us. Keep in mind, this is not a rehearsed speech. He assumes a serious expression. When the dome was discovered in 1971, it became a scientific and media sensation, a worldwide phenomenon, and likely the most significant discovery in the history of mankind. Kingsley drums his fingers on the unseen desk, his gaze focused somewhere beyond. I see. You were enticed here by radio advertising, telefilms, and all those interviews, billboards at every turn. Cronus wants the world to see the dome as a stage where something merry and fascinating is going on. But now that you're actually here, I want you to see the real picture. You can't make out his eyes behind the glare on his spectacles, but he seems to be staring directly at you. Here's the truth. Nobody was waiting for us inside the dome. It's neither a treasury of technologies nor a cemetery of the ancients. Perhaps what we're doing now is defusing the world's most complicated bomb. Will our mission thrive? I believe so. If we work together and everybody does their part. He looks back at your file. I say, do what must be done. Because that's what the concept of the 5 wings is all about. Kingsley points at the camera. You're from Blue Wing. You're looking at the world's most complicated infrastructure, and that complexity keeps growing. Your duties are not limited to maintenance and service. You'll be keeping up the image of the world in its accustomed form. Without hot water and electricity, people will revert to beasts in an astonishingly short order, though it might seem that. Putting the folder aside, he sits back and stares at you in silence. It gets so quiet that the ticking of a clock can be heard through the speakers. Kingsley sighs quietly. You were probably waiting for some boilerplate welcome speech, but I prefer to talk about real-world problems.
Glad to meet you. Ja, freut mich auch. Martin nods slowly. I apologize once again for this long-distance meeting. Now, as we don't have much time, I'd like to get to the point. I'm sure you're curious why you were taking off the bus to Magellan and brought here instead. Ja. He moves closer to the camera. I'm going to show you a short video. Please pay attention. Bin gespannt. Kingsley's face freezes on screen. I have an urgent mission for an employee of your background and qualifications. I'd have assigned someone from Magellan, but I'm short on personnel. That's why it has to be a newcomer. I apologize again for the rush, but it seems I have no choice. Martin noisily clears his throat. Maybe you've heard about Nashville Base. While preparing the materials for this mission, I came across a short documentary film about the complex. I think you should watch it. Ja, dann zeig. The speakers produce a hollow click. Purple, gray, and black spots flicker on the screen. A blurred title, The Cronus Archive 1971 to 1974, was used in the production of this recording, appears at the bottom. The shadow of an airplane flies across a faded yellow desert. A cheery voice fills the room. Every day, our researchers uncover more and more of the dome's secrets. There is no doubt the underground structures, so-called objects, are organized according to some pattern. Though early on, the importance of the relics to scientific research was considered insignificant. The desert dims into the black of a chalkboard. White lines drawn by an invisible hand begin to sketch a schematic of the dome. The narrator continues. By 1972, however, many important discoveries had come to light in a period of only a few months, and the construction of stationary research bases adjacent to the more promising objects began. Personnel moved into Ankara in May of 1972, and within half a year, Boston and Dessau were also brought into service, though the biggest discovery was yet to come. The picture changes to a chasm suffused with electric light, people bustling about everywhere. The speaker's voice seems to come from a distance. In November of 1973, a massive network of underground caves and a structure of hitherto unseen complexity was discovered in Sector C-12. Soon afterwards, the construction of C-12 Nashville began. The camera glides through dim caverns as the silhouettes of bizarre mechanisms emerge. Metal structures loom up from the dark, surrounded by earth-moving machines and exhausted miners wearing orange jumpsuits. The speaker continues. C-12 Nashville is an innovative research complex located atop the primary relic mining location. The complexity of this object is unique. Communications, the film abruptly cuts out, and Kingsley's face reappears. The rest of this information is classified. Hopefully you get the main idea. Nashville is a very special place, requiring people with both special qualifications and special clearance level, though yours will do for your task. Ja, und worum besteht meine Aufgabe? Martin adjusts his glasses. So, the task. Nashville Base stopped transmitting and receiving signals yesterday evening. A reconnaissance group was sent out earlier today, but we haven't heard anything from them yet either. The chief officer rubs his forehead. Normally, I would never give this task to a newcomer like yourself, but I just don't have enough people. He looks down at the documents again. Furthermore, the group was lacking someone with your specialization. The communication problem appears to be more severe than I thought. Nashville's technicians could use another Blue Winger's help. Kingsley is looking into the camera once more. Your task is to get to Nashville, figure out whatever's behind the communication problem, get in touch with the group, and work with them to solve the problem. The chief officer carefully returns the documents to the folder. You notice his hands tremble slightly. Go downstairs. The truck must be waiting for you in storage. This task is urgent.
but a small delay is acceptable if there's anything you need to settle here first. That is all. Any questions? Nö, habe ich nicht. Das nochmal wiederholen brauchen wir nicht, also dann... Kingsley's hand reaches toward the camera. Great to hear. Take care of yourself. I'll talk to you later. Na denn. Aus der Reinhain. Bereite dich darauf vor, die Schutzgrenze der Basis zu verlassen und dich in die Außenwelt der Kuppel zu wagen, in der du dich alleine auf dich selbst und deine Begleiter verlassen kannst. Überprüfe deine Ausrüstung ein letztes Mal und begib dich zum orangenen Truck, der in der Garage auf dich wartet. In diesem setzt du deine Reise zur Nashville-Anlage fort. Im späteren Verlauf des Spiels wird es dir möglich sein, eigene Fahrzeuge zu erwerben, die als deine beweglichen Operationsbasen fungieren und dir beispiellose Bewegungsfreiheit bieten. Das klingt nice. Aber so weit werden wir jetzt hier natürlich im Epic Radar sowieso nicht kommen. Aber gut. Willst du den Truck hier oder den Truck oder welchen soll ich jetzt nehmen? Ja, quatsch hier nicht rum. Wir nehmen einfach den. Keine Ahnung. Eine orangene Zugmaschine wartet an Tor 3. Die Fahrzeugnummer ist vom Wind und Wüstensand schon ganz abgescheuert worden. Das muss der Transport sein, von dem Kingsley gesprochen hat. Na denn? Die Fahrertür steht halb offen. Eine junge Frau sitzt seitwärts auf dem Fahrersitz und lässt die Beine aus dem Wagen hängen. Hello. Sie streckt dir die Hand entgegen. Hi, ich bin Clara Morgan und du bist der Neuling, der nach Nashville muss, stimmt's? Wie heißt du? Wie geht's dir? Macht es dir was aus, wenn ich im Wagen rauche? Ihr Händedruck ist überraschend fest. Clara riecht nach Seife, ein wenig Parfüm und auch etwas Benzin. Hallo, ich bin der. Sie lächelt, freut mich auch, dich kennenzulernen. Wie hat dir die Frachtgondel gefallen? Und wie fandest du die Seilbahn? Ich habe Nüsse dabei. Willst du welche? Oder Süßigkeiten? Oh, ich habe hier noch Früchte im Schokomantel. Probier ruhig. Wusstest du, dass kandierte Früchte erst getrocknet und dann in Sirup gekocht werden? Okay, jetzt weiß ich's. Du steigst in die Fahrerkabine und lässt dich auf den Beifahrersitz fallen. Das Innere des Wagens scheint größer zu sein, als es von außen den Anschein hat. Ein hölzerner Rosenkranz hängt am Rückspiegel. Aus dem Radio dringen leise Töne. Das können wir nicht, also lehn dich zurück. Clara schlägt die Tür zu. Können wir dann los? Wir sollten uns wohl besser jetzt aufmachen. Die Straßen sind schlecht, wenig Asphalt, vor allem unbefestigte Wege. So Gott will, werden wir ankommen, bevor der Sturm da ist. Hast du was dagegen, wenn ich das Radio lauter drehe? Magst du Musik? Blues? Gospel? Also ich mag. Alles klar, die quatscht sehr viel. Du kannst nicht ganz verstehen, was Clara mag. Das Dröhnen des Motors übertönt den Rest des Satzes und der Wagen setzt sich in Bewegung. Okay, dann haben wir hier eine schöne Map. Naja, schön, aber wir haben eine Map. Und da sind wir auch schon angekommen. The highway leading to C-12 Nashville is blocked by an anomalous storm, and you're forced to detour over a mountain pass. Soon, the radiator boils over, and you have to stop. Natürlich. Clara lifts up the hood and thoroughly examines the steaming radiator. The engine's boiling, so we'll have to wait. You do know what happens when a car boils, right? It's... The Blue shuts her mouth abruptly and stares anxiously at the dark funnel cloud dancing on the horizon. Now that you're on higher ground, it's clear that the storm has overtaken a fairly large section of road. It will be difficult to pass. Tja, was sollen wir jetzt tun? The Blue looks at the engine again. We wait. As soon as it cools down, we'll go. This storm worries me more, but it's not an insurmountable problem. I heard there are some relics at the local gas station that protect against anomalies. You could even accidentally step on one out here, they say. Mysterious are the ways of the Lord. Ja, mehr über Relikte, mehr über Anomaliestürme. Finde heraus, was an der Tankstelle so interessant ist. Ja, wir gehen zur Tankstelle und überprüfen die Lage. Das sagen wir jetzt. Damit haben wir unsere nächste Quest. Meine Lieben, und damit machen wir an dieser Stelle jetzt auch Schluss.
glaube, wir haben ganz gut reingeschnuppert. Es ist wirklich ein klassisches Rollenspiel, von dem ich sage, dass mir das atmosphärisch erstmal ganz gut gefällt, auch wenn wir eigentlich nicht viel gesehen haben. Es ist ganz gut vertont. Und ich bin ja mit solchen Spielen aufgewachsen, also mir gefällt's definitiv. Und da werde ich auf jeden Fall auch ein bisschen weiter zocken, definitiv auch. Ist echt meins. Das gefällt mir echt gut. Ihr könnt natürlich wie immer auch selbst für euch entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht. Es ist ja, wie gesagt, bis morgen 17 Uhr gratis. Und bis zum Ende des Sales, falls ihr euch noch nicht entscheiden könnt, bis zum Ende des Sales kriegt das noch für einen 10er im Epic Store. So viel dazu. Mir war es ein Fest. Hat mir echt Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich wünsche euch viel Spaß, das selber rauszufinden, was hier los ist. Und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Wie immer, als denn, bis denn.